Hallo ihr Lieben, da sind wir wieder mit Sherlock the Awakened. Ähm, ja, heute mit Watson unterwegs und wir werden das irgendwie hinkriegen, hoffe ich. Der. Weiß ich, woher ich Lionel Reichert kenne. Ich muss nur noch eine Kleinigkeit vorher einstellen, denn ich habe heute wieder Harvest Moon aufgenommen. Und da ist ja der Spielton immer ein bisschen zu laut, weswegen ich da immer ein bisschen leiser drehen muss. Ja, wir machen uns jetzt mit Watson auf, ohne lange rumzuschnacken. Mal gucken, was wir hier alles erforschen können, erkunden können. Oh, das ist Verwaltung. Okay. Oha. A visitor? No, no, you shouldn't have come here. Warum? Minor birds, if I'm not mistaken. Beautiful creatures. Sad that they're caged here. Give it to me. No, I don't want to. Why not? Did you see my son? He's such a sweet boy. Das ist schon ganz schön bedrückend hier, dieses Welt. Oh, I want them to fly! Miss? Too bad my parents had to leave so soon. I haven't seen them for months. When people shout, all I want to do is find a dark corner and hide. I can't bear it. Professor Gygax says I can return home as soon as I'm better. I miss home so much. I miss home so much. I miss home so much. Okay, sie hat alles gesagt, was sie sagen wollte. I hear them scratching. Don't you hear it? The nurses don't believe me. No one helps me. I just want the scratching to stop. Billy mit Schlagstock, Junge. I don't want to card block B tonight. I'm struggling to remember something. Wird ihnen schwer, sich an etwas zu erinnern, oder? O wunderschöne Albenblume, ich vermisse dich so sehr. Ich bin so nah und doch so fern. Wir sehen uns. Ein Sturm, er fegt durch meinen Geist. Zu denken fällt mir schwer. Gedanken einfach weggespült vom kalten Meer. Ich lebe hinter diesen Mauern, gefangen wie ein wildes Tier, gefangen auch in meinem Geiste. Das wollte ich gerade schreiben. Es will mir plötzlich einfach nicht mehr einfallen. Arme. Poor guy. Er hatte so eine schöne Karriere vor sich. Ja, und das ist der... Looks dusty but functional. Ah, Oh, we never use that. I think it connects somewhere downstairs. okay, danke. Es sieht total heruntergekommen aus. Wo der Direktor rein. Aber ich will mich erstmal so gut es geht umsehen. Ach, das ist mein Zimmer! Einfach in ein Patientenzimmer. Ach, naja, why not? Platz sparen ist das Motto. Platz sparen.
photograph seems recent. A commemorative photo album. Been a while since I've been in one of these. Professor Geigers Patientenprotokoll. Da eine intensivere Behandlung unerlässlich ist, wird mein Sonderpatient Herr Wolf ins Patientenzimmer 2 im Erdgeschoss verlegt. Alle anderen Patienten müssen aus meinem Terminplan gestrichen und anderen Fachkräften des Instituts zugewiesen werden. Der geistige Zustand dieses Patienten macht eine ständige Überwachung und gegebenenfalls ein sofortiges Eingreifen erforderlich, um unerwünschte Folgen zu vermeiden. Die notwendigen, also Dezember 1879. Die notwendigen chirurgischen Eingriffe wurden erfolgreich durchgeführt. Die körperliche Genesung des Patienten ist noch im Gange. Er hat eine Obsession fürs Schreiben entwickelt, vermutlich eine Nebenwirkung des chirurgischen Eingriffs. Januar 1880. Der Patient bringt Namen aus seiner Vergangenheit zu Papier. Ein klares Indiz dafür, dass er sein Erinnerungsvermögen teilweise zurückerlangt. Ein zweiter chirurgischer Eingriff ist erforderlich. Schwerpunkt auf den Frontallappen und den Temporallappen. Februar 1880. Der chirurgische Eingriff verlief planmäßig. Erinnerungsvermögen des Patienten ist auf wenige Minuten begrenzt, wenngleich seine Obsession fürs Schreiben erhalten geblieben ist. Die Gefahr ist gebannt, der Patient muss jedoch täglich untersucht werden. Warum sollte man jemanden operieren, dass er sich nicht erinnert? Vollkommener Schwachsinn. Jemanden so weit kaputt zu operieren, dass er einfach mal keine Erinnerung mehr daran hat, wer er war. Aber das ist dieser Patient, von dem wir gesehen haben, dass er Gedichte schreibt. Tja, dahin war mein Zimmer, glaube Ah, Dr. Watson. Just the man I wanted to see. Professor, I'm surprised you're not trying to catch that escapee. Please, my time is far too valuable. I hope Nurse Kuntz has been taking good care of you. He has certainly kept me out of trouble. Professor, it is time for your appointment with your next patient, Mr. Wolf. Herr Wolf can wait until tomorrow. I wish to speak with Dr. Watson. As you wish. You still see patients yourself, even as the director of this entire facility? Only the important ones. And yet I rarely get to pick the brain of a man like yourself. I think it is time we got to know each other, no? I'm afraid there's not much to know. I'm just an average chap living a rather prosaic life these days. Dr. Watson, those of us who pursue knowledge are anything but average. Now, who are you? ich war ein Soldat. I think once a soldier, always a soldier. For all I wish to help others, part of me changed when I was abroad. Broke, perhaps. So when I read about the Black Edelweiss and your work on the healing of minds, I simply had to learn more. I suppose my Edelweiss was always destined to attract other curious minds. But before we continue, I want you to understand one thing. A broken mind can never be truly healed. Ah, I see. So, what exactly do you do here? It is simple. If you cannot fix a person's nature, you must force them to forget it. Surely there are other methods of treatment. How naive. You remind me of a man I once knew, Professor Becker. But we do not speak of him anymore. A colleague? The former director here. One day he realized that Edelweiss had outgrown him and had to leave his house. Do you grow weary of me already, Doctor? I was simply admiring your office, Professor. Apologies. While I am pleased you appreciate its practicality and appearance, we were discussing bigger things. Was my conversation boring you? No, not at all. I merely... No, I understand full well. You're not seeking conversation. What do you mean? It is obvious. Your mind craves truth, but not in this form. You must witness a practical demonstration if you are to learn. I'm certainly intrigued. Would that be possible? Of course. I propose a journey between the jury of the human brain. You will not leave without being truly enlightened. Kuntz, take Dr. Watson back to the courtyard.
Then tell the nurses to prepare the operation room and the girl with the doll. Yes, Professor. Our preparations will take a little time. I will come for you soon, Doctor. I hope everything is to your liking, Dr. Watson. Ja, ja. Alles feini, würde ich mal sagen. I miss him so much. Try to fly away. Escape, my little ones. Yes, fly. Oh, fly far away from here. If I were a bird, you wouldn't see me waddling around. Use your wings. If you happen to meet him, tell him I'm here. Die tun mir alles so leid. Ich glaube, das war der Deutsch, dieser Spezialschlüssel. Okay. Das auch nicht. Okay. Hier scheinbar noch nicht alles zusammen. Okay, Mitteilung von Professor Becker. Noch nicht genug Hinweise. You are Mr. Wolff, am I right? Oh, hello. Who might you be? My name is Dr. John Watson. I wanted to talk with you, if you didn't mind. Ah, doctor. I don't suppose you could help. I seem to have forgotten where I am. We're in the Black Edelweiss, Mr. Wolff. It's an asylum in Switzerland, and you are one of its most important patients. But why am I here? That's what I was about to ask you. I can't remember. Sorry, I can't remember anything. It's all right, you don't need to push. Try to relax. Let the thoughts come and go. Now, what comes to mind? Mr. Wolff? Oh, hello. Who might you be? We just went over this. I'm sorry, but I don't think we've met. We were just discussing this facility, the Black Edelweiss Asylum, and why you are here. That name does sound familiar. Holmes, the things I do for you. Excuse me, who are you? And who's this Holmes fellow?
I am Dr. Watson, and Holmes is, well, you could call him my imaginary friend. That's just a little joke, don't mind me. But why am I here, Doctor? Am I sick? I'm sure I can take a look. Ach, Holmes, was tue ich nur alles für... Präzise chirurgische Schnitte. Eine Gesichtshälfte ist gelähmt. Zeitverwachs. Dr. Becker. Hat ihren Kollegen ausgeschaltet. Wirklich Medikamentenmissbrauch. Ein Erwachsener mit 2 tiefen Narben auf einer Seite des Kopfes, die höchstwahrscheinlich von einem chirurgischen Eingriff herrühren. Auf einer seiner Hände sind alte Verätzungen zu sehen. Einige von Mr. Wolffs Gesichtsmuskeln sind gelähmt, wahrscheinlich die Folgen des chirurgischen Eingriffs an seinem Gehirn. Die blaugrauen Pigmentstörungen an manchen Stellen seiner Haut deuten auf eine Überdosis von Medikamenten hin, die Silbernitrat enthalten. Seine Symptome scheinen eine direkte Folge der Behandlung zu sein, die er im Institut Edelweiss erhielt. Sonst hätten wir heute noch höchstwahrscheinlich von dem chirurgischen. Ja, einige von Mr. Wolffs Gesichtsmuskeln sind gelähmt und seine Haut weist an mehreren Stellen blaugraue Pigmentstörungen auf. Wahrscheinlich hat er diese Symptome schon länger und wird deswegen im Institut Schwarzes Edelweiß behandelt. Die Behandlung schlug jedoch noch nicht an. Er ist krank aufgrund der Behandlung hier. Dear Lord, what did Gygax do to you? Excuse me? Who are you? Oh, never mind. Excuse me, who are you? I don't know why I keep doing this. Psst. Es handelt sich bei dem Patienten namens Wolff um Professor Becker, den ehemaligen Leiter des Instituts Schwarzes Edelweiß. Er leidet nur unter starkem Gedächtnisverlust, er ist jedoch noch des Schreibens fähig. Wenn Professor Becker noch imstande ist zu schreiben, lässt sich Professor Gygax vielleicht mit Hilfe eines von ihm verfassten Briefes ablenken. Expecting something different. Hello again. You won't remember me, but we've met before. I'm Dr. John Watson, and you are Professor Becker. You were the previous director of this facility, the Black Edelweiss. Professor, really? Actually, that name does sound familiar. Wait. Let me write it down. I try to recall memories through writing, but they always feel just out of reach. As a matter of fact, I have more for you to jot down. Oh, yes. Yes, please, anything. Professor Gygax did this to you. She made you forget everything, even who you are. But we will play a trick on her. We will write a letter so that she learns her lesson. Put down what I dictate. Oh Gott. Dear Professor Gygax, I bitterly regret that I let my beautiful alpine flower fall under your influence. I see now that you never deserved to sit as the director of the Black Edelweiss. You are not, as you so claimed, the future of the Edelweiss, and you never were. And by the time you make it to my cell, the police will already know the truth of how you came to be director of this asylum. Signed, Professor Becker. There. It's done. Now, hold on a minute. Who are you? My name is John Watson. I'm a doctor from London, a veteran of Afghanistan, and I wish to be a writer, though deep down I fear I lack the talent. And presently I'm risking my life to help my brilliant detective flatmate in the pursuit of a cult of kidnappers, even as I fear it may destroy him. I'm tired and hungry, and I have not had a good bath in weeks, and yet despite it all, I feel alive. Any more questions? Good heavens, sir. You're as mad as they come. Sagt gerade der Richtige.
Ah. Müssen wir nur noch irgendwas mit dem Brief machen. One of the patients asked me to deliver this note. It's for Professor Gygax. Thank you, Doctor. Leave it with me. Unbelievable. Kunz, with me. Okay. Falsche Richtung. Nein. Close, but I don't think this is the key. This is too small to be what Holmes asked for. Nothing special about this. Doch hier. Dezember 1879. 3 Monate ist es nun her, dass ich das Institut Schwarzes Edelweiß von Professor Becker übernommen habe. Nicht alle Kollegen waren mit den neuen Regeln einverstanden, daher bin ich nun die einzige Professorin in dieser Einrichtung. Wie dem auch sei, ich werde einige kräftige Pfleger einstellen, um dem Personalmangel beizukommen. Zumindest kann ich nun ungestört meiner Arbeit nachgehen, ohne von engstirnigen Kollegen ausgebremst zu werden. März 1880. Die erste Überwachung von Er ist eingegangen. Unsere Kooperation birgt Risiken, aber auch ungeahnte Möglichkeiten. Mai 1880. Erste Lieferung von Auserwählten ist eingetroffen. Er hat wahrlich nicht übertrieben und Personen mit verschiedensten psychischen Eigenschaften bereitgestellt. Mir steht eine schwierige Aufgabe bevor, aber ohne Zweifel wird auch meine eigene Forschungsarbeit davon profitieren. So kann ich 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen. Sehr geehrte Frau Professorin, vor kurzem sind wir mit der Hilfe unserer gemeinsamen Bekannten in den Besitz einer Sammlung seltener Edelsteine gelangt. Diese Edelsteine wurden Juwelieren in Louisiana offeriert und ihre Kaufangebote lagen weit über dem von unserem Experten geschätzten Wert. Die vereinbarten Endpreise für die 11 Edelsteine betrugen 12.550 Schweizer Franken. Wie von dem Veräußerer der Edelsteine gewünscht, erhalten Sie 2/3 dieser Summe, wobei das Geld wie üblich Ihrem Anwalt überwiesen wird. Wie immer versichern wir Ihnen unsere absolute Diskretion und freuen uns auf weitere Geschäfte mit Ihnen und Ihrem illustren Gönner. Mit freundlichen Grüßen, Geoffrey Scott, Bankhaus E.W. Gray, New Orleans, Vereinigte Staaten von Amerika, 9. Januar 1882. An Edelweiss relief about 2 inches in diameter. This must be what Holmes was after. Hat er nichts wie weg? Botzi. Da mal wieder. Ja.
Küche, Küche, Küche. Wieso lässt die einfach so einen Kohlkopf hier liegen? Gebrochener Zahn. The tooth of an adult male, likely lost in a beating. Only a couple of days old. Aus Stahl abgenutzt. The inside of the cuff is worn. It's been used often. A wax cylinder. There is something recorded on it. The writing is mostly gone. Phonetic symbols, perhaps. Okay, das war der erste Raum, den wir gesehen haben. Es klang jetzt gerade, als wäre das hier gewesen. Werte Frau Professorin, vertrauen Sie meiner Führung, dem Licht der Tiefe. Dieser Mann wird unseren Auserwählten die Erleuchtung zuteil werden lassen. Sorgen Sie dafür, dass er zugegen ist und unsere Auserwählten ausschließlich die heiligen Worte aufsagen. Dann wird die Trance beginnen und wir werden dem jenseitigen Universum einen Schritt näher sein. Ihrer Arbeit kommt dabei eine große Bedeutung zu, da viele Schafe unserer Herde nicht unsere Sprache sprechen und die Zeit drängt. Ich würde es für ratsam halten, in Gruppen zu arbeiten und eine Woche lang mindestens eine Sitzung pro Tag abzuhalten. Es wird sich wohl nicht vermeiden lassen, die skeptischen und widerspenstigen Auserwählten mit Maßregelungen auf Kurs zu bringen. Ich denke, ich kann mich da voll und ganz auf Sie verlassen. Was mich betrifft, so werde ich in der Zwischenzeit weiter an einer Methode arbeiten, den Trancezustand mithilfe von Lichtwellen erzeugt von Calais-Linsen aufrechtzuerhalten. Im Übrigen werden meine Männer in New Orleans mit Ihnen Kontakt aufnehmen, was die nächste Lieferung von Auserwählten betrifft. Schaffen Sie, wie beim letzten Mal, ausreichend Platz. Bissl. Die Bank hat die Edelsteine. Mein Meister hat mir aufgetragen, die ersten Auserwählten zu liefern. Sie werden in etwa 2 Wochen eintreffen. Täuschen Sie uns. Ah. Professor Geigets Notizbuch.
konnte mit der neuen Methode endlich Fortschritte erzielen. Die Erfolgsquote liegt bei 40% der Versuchspersonen. Jene Versuchsperson, bei denen die Methode nicht anschlägt, reagiert auf keinerlei äußere Reize mehr. Dennoch kann das Lautschriftsystem zweifellos als sinnvolle Methode erachtet werden. Unabhängig von ihrer Muttersprache oder Herkunft lernen die Versuchspersonen recht schnell, die Gesänge fehlerfrei wiederzugeben. Dies gelingt ihnen, obwohl sie keinerlei geistige Eigenständigkeit mehr besitzen. Bedauerlicherweise ist einer der Auserwählten weiterhin widerspenstig. Die Isolation und der Nahrungsentzug haben ihn in seinen Ungehorsam sogar noch bestärkt. Bei einem anschließenden gut gemeinten Gespräch wurde er aufbrausend. Daher sah ich mich letztlich zur Entfernung seines Frontal- und Temporallappens gezwungen. Sein trotziges Wesen ließ sich jedoch auch dadurch nicht bändigen. Ich darf nicht zulassen, dass er die anderen Auserwählten negativ beeinflusst. Daher bleibt nur ein Ausweg. Ich werde veranlassen, dass er im Looks as if it's been recently used. Dynamo machine provides electrical stimulation for the person in the chair. Full-grain leather straps, impossible to escape. A very professional brain dissection. Oh, the smell. Dear God, is that body parts? Judging by the remnants of blood and flesh, these instruments were used for dismemberment. Utterly inhuman. Ja, das ist nichts für schwache Mägen. Ich hoffe, ihr habt jetzt nichts gegessen. Sonst kann ich nicht für eure Gesundheit garantieren. Und das... Radfahrt. Get out of my head! Your mind festers devoid of soul. Find reverence for the one and tremble. The great lord! Left your surrender your soul and become a servant of madness. Please! No more! Stop it! Watson! John! Somebody! Wretched mortal, do not fear what is to come. Let him rupture our world anew. Awaken, and let the World behold! Okay. The light of the abyss is the light from the abyss. Get out of my head. Holmes, du hast schon wieder ein 3-Tage-Bad.
Schon wieder ein 3-Tage-Bad. Jedes Mal danach. Sehe ich mal als... Hydraulic elevator. How ingenious. Sehe ich mal als Einladung. Watson? Holmes. What are you still doing here? Still? I was trying to find more information. Did you think I was just going to sit in my room twiddling my thumbs? I only asked you to find the key. I had everything else under control. Says the man who looks like he saw a ghost. I'm fine, Watson. You're hardly fine. You reek of congealed blood and chemicals. What did you see down there? Never mind me. Where's Gygax? I'm afraid she's over there. I found her like that when I entered, on my word. What? She was our biggest lead. Yet another wrinkle in our investigation. What do we do now, Holmes? Hush. Let me think. The pencil is buried deep all the way to the brain. Instant death. War das Beck? No traces of blood on her clothes. Must have got on her white overcoat. The patients here wear the same robes. Der Mörder muss ein Patient gewesen sein. Heidi, how did it end up here? We'd better inform the local police about this. You're right, Watson. But first, we need to determine where our case goes next. Okay, Home. Ich würde sagen, nach New Orleans. Patienten voll. Mehrere Hinweise deuten auf New Orleans als nächsten Zielort und unsere Ermittlungen hin. Die Entführer haben die Dienste des dort ansässigen Bankhauses E.W. Gray für den Verkauf von Edelsteinen in Anspruch genommen. We've got what we needed, Watson. This conspiracy reaches further than we thought. I don't suppose you've ever been to New Orleans? You are joking. I seldom do. Let's go. There's no time to waste. Okay. Ganz wie du willst, Holmesy. Jetzt immer wieder glatt rasiert, ja? There's nothing in this world that cannot be explained with logic and reason. Okay. Nothing in this world. Holmes? Hmm? You seem troubled. I'm not troubled, Watson. I am preoccupied. That place was awful. Inhumane. It would be natural to experience some feelings of shock or fear. Men reduced to gibbering imbeciles, numb beyond recognition, powerless to help themselves. When a doctor does go wrong, they are the first of criminals. They have the nerve and they have the knowledge. That woman did not deserve the title. Such casual cruelty for such selfish aims. I knew another man like that once. He treated my mother, perhaps even killed her, depending on who you ask. My sincere condolences. In the end, she was just a shadow of herself. The outline of the person I recognized, but lacking all else. She was pushed until she cracked. Should you see me cracking, John, I must ask you to intervene. Nothing compels us to pursue this matter further, Sherlock.
We can return to London, report what we have discovered, let more capable hands take over. Alas, there are no such hands. Were we to abandon our quest now, I fear no other would succeed in our stead. We know nothing of what awaits, what dangers lurk in the darkness. Nonsense. We draw nearer to New Orleans with every passing minute, and thus closer to the answers we seek. Those answers, for all their perversity and improbability, will, nevertheless, be the work of men. And that is a work I have studied well. So be it. I know you to be a diligent author, but if I may make one request. Kindly omit my mother and her suffering from your tale. Of course. Thank you, John. Oh. Das ist wahrlich eine sehr gute Freundschaft, die Watson mit Holmes und Watson findet. Kapitel 4. Neuankömmlinge. New Orleans. Ah, Holmes. After our trip to nippy Switzerland, I can certainly use some of this New World heat. Do not get carried away, Watson. What we could certainly use are answers to my questions. I know, but you look exhausted. Why didn't we find the hotel first? We shall rest when our investigation is over, and not a moment sooner. I shall ask you to handle our bags while I search for the bank. As you wish. Oi! Stop it, you! Our luggage! Good Lord, what have you done? That's my stuff. I'm sorry, mister. It was an accident. Wer verbirgt sich hinter A? Mal gucken, haben wir irgendwas? Nope. Gut. Kann das Outfit hier nicht wechseln? Okay. Spannend. Wir werden uns beim nächsten Mal angucken, wie es weitergeht. Ich hoffe, ihr habt Spaß bei dem Let's Play und seid genauso gespannt, wie es weitergeht wie ich. Lasst mir gerne einen Kommentar da. Was haltet ihr von den 3-Tage-Bart, den Holmes immer wieder nach solchen Cthulhu-Versionen kriegt? Findet ihr ihn mit 3-Tage-Bart vielleicht sogar annehmbarer als glatt rasiert? Lasst es mich gerne wissen. Likes sind auch gerne gesehen. Und in diesem Sinne, ihr Lieben, bis zum nächsten Mal. C'est la vie, mon ami, und tschüss.